Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Barbara Fischer-Reinecke. Ich bin psychologische Beraterin und Mentalcoach. Meine Spezialität ist die Ermutigung. Und deshalb will ich dir in dieser Mutig Leben Videoreihe in kleinen verdaulichen Häppchen zeigen, was du selbst dafür tun kannst, um mutiger und damit gelassener, zufriedener und glücklicher zu werden. Im ersten Video habe ich dir ja bereits die Konzeption, wenn man das so nennen kann, dieser Videoserie erklärt und dich ein bisschen damit vertraut gemacht. Und ich habe dir auch erklärt, warum ich mich entschieden habe, jedes dieser Videos an einem anderen Ort zu drehen und diese kurzen Szenen so lebendig und authentisch wie möglich einzufangen. Schreib mir also gerne in die Kommentare, wie du das findest. Am liebsten wäre mir natürlich, wenn es dir gefällt. Und wenn es dir gefällt, lass mir gerne einen Daumen nach oben da und abonniere meinen Kanal, damit du nichts mehr verpasst. Okay, wenn ich mich hier nun also traue, dich an Orte mitzunehmen, an denen es vielleicht mal ein bisschen lauter ist und die Tonqualität leidet oder dass ich in Kauf nehme, dass mir jemand ins Bild läuft oder sonstige Störungen auftreten, dann bringt uns das direkt zur ersten Form von Mut, die ich dir näher bringen möchte. Es ist der Mut zur Unvollkommenheit. Und ich kann dir sagen, wie sehr mich das Fehlen eben dieses Mutes zur Unvollkommenheit in meinen jungen Jahren und weit bis in mein Erwachsenenalter hinein behindert hat. Damals war ich in Gedanken ständig damit beschäftigt, ob das, was ich tue, gut genug ist, ob ich gut genug bin, was die anderen wohl über mich denken und so weiter und so fort. Und das hat mich in eine ziemliche Unglücksspirale gebracht, aus der ich erst sehr spät herausgefunden habe. Ich habe damals für alles ewig lange gebraucht, war krampfhaft bemüht, keine Fehler zu machen und habe vieles gar nicht erst begonnen, aus Angst zu versagen. Wenn du also lernen willst, mehr Mut zur Unvollkommenheit zu entwickeln, dann musst du das täglich üben. Du musst lernen, damit zu leben, dass du ein Mensch bist und somit unvollkommen. Und das fällt, ich weiß, verdammt schwer. Denn den meisten von uns wird schon von klein auf, im Elternhaus, im Kindergarten, spätestens aber in der Schule, ein massiver Perfektionismus eingetrichtert. Wir werden darauf später noch mal zurückkommen, denn das ist ein ziemlicher Depressionsbeschleuniger, wie ich das nenne. Und ich werde später noch mal über die verschiedenen Depressionsstrategien sprechen, die die meisten von uns anwenden, um es in ihrem Leben so richtig schön schwer zu haben. Aber bis dahin glaub mir einfach, dass der Gedanke, du müsstest perfekt sein oder etwas Perfektes tun, ob privat oder bei der Arbeit, dich zwingend in Stress versetzen, dich zwingend unglücklich machen und dich zwingend behindern wird, dein Potenzial zu leben und dein Bestes zu geben. Und das ist es doch, was wir alle wollen, oder? Schon allein der Gedanke, etwas müsste perfekt sein, damit es anerkannt werden kann, hört sich total anstrengend an, findest du nicht? Mir gefällt ein anderer Gedanke viel besser und den möchte ich jetzt mal gemeinsam mit dir laut aussprechen. Pass auf. Ich bin ich und so wie ich bin, bin ich gut genug. Als ich diesen Satz vor vielen Jahren das erste Mal laut ausgesprochen habe, musste ich sogar weinen. Denn bis dahin hatte mir das noch nie jemand gesagt. Danach habe ich ihn dann täglich mehrfach wiederholt, bis ich ihn endlich selber glauben konnte. Ich weiß also, dass es nicht einfach ist, aber bitte mach das jetzt mal. Sag laut und deutlich, ich bin ich und so wie ich bin, bin ich gut genug. Sag das bitte wortwörtlich so und wandle es nicht etwa ab, kein bisschen. Das hat seinen Sinn, glaub mir. Der Satz heißt, ich bin ich und so wie ich bin ich gut genug. Das hört und fühlt sich bestimmt komisch für dich an, stimmt's? Ja, das ist ganz normal am Anfang. Und beobachte dann mal, was dein Kopf dir so an Gedanken anbietet. Bei mir kamen damals Sachen wie, was soll das jetzt heißen? Oder, wie bitte? Du spinnst ja wohl. Oder, von wegen, das glaubst du ja doch wohl selber nicht. Und dergleichen Gemeinheiten mehr. Das heißt, mein Kopf,
den ich bis dahin mit meiner Persönlichkeit, also mit meinem Ich, mit meinem Selbst verwechselt hatte, hat mich immer wieder runtergezogen und kritisiert, selbst als ich versuchte, mich selbst zu ermutigen. Beobachte mal, ob das bei dir nicht genauso ist. Hör mal genau hin, was dein Kopf für Gedanken ausschüttet, um dich fertig zu machen und um dich klein zu halten. Das ist echt spannend. Mein wunderbarer Lehrer Theo Schönacker, von dem ich die gesamte Ermutigungslehre übernommen habe, hat ein Gedicht verfasst, das ich hier mit dir teilen möchte. Es geht so. Ich bin ein Mensch und das ist gut so. Ich bin ein Mensch und unvollkommen und das ist gut so. Ich bin ein Mensch und unvollkommen und deswegen mache ich Fehler und das ist gut so. Ich bin ein Mensch und unvollkommen und daher kann ich nicht alles wissen und das ist gut so. Ich bin ein Mensch und unvollkommen und deswegen tue ich manchmal Dinge, die ich besser nicht hätte tun sollen und das ist gut so. Ist das nicht wunderbar? Ich liebe es. Es ist so erleichternd. Nimm also, wenn du magst, folgende kleine Hausaufgabe für dich mit in den Alltag. Sag dir mehrfach am Tag den Satz selbst laut vor. Ich bin ich und so wie ich bin ich gut genug. Tu das so lange, bis du es dir selber glaubst oder zumindest bis du anfängst, es dir zu glauben. Am besten stellst du dich dazu sogar vor den Spiegel. Dann siehst du dich und hörst dich selber, was du da sprichst. Das verstärkt die Botschaft in deinem Gehirn, weil mehrere deiner Sinne gleichzeitig beteiligt sind. Später ist es dann womöglich ausreichend, wenn du dir diesen Satz immer dann ins Bewusstsein rufst, wenn es schwierig wird. Wenn also deine Selbstzweifel angekrochen kommen, wenn dich jemand kritisiert oder du vor irgendetwas Angst hast. Und dann spürst du rasch, wie du innerlich wieder ruhiger wirst und gelassener. Du weißt dann ja schon, du bist du und so wie du bist du gut genug. Das heißt jetzt nicht, dass du dich nicht mehr anstrengen oder nicht dein Bestes geben sollst. Das heißt nicht, dass du nichts mehr lernen und nicht mehr wachsen sollst. Im Gegenteil. Erst wenn der Druck des Nicht-Genug-Seins wegfällt, kannst du wirklich wachsen. Kannst du Lernerfahrungen machen und deine Lebensaufgaben bestmöglich erfüllen. Dann wird es richtig gut. So, ich denke, damit lassen wir es für heute mal gut sein. Zum Abschluss lasse ich dich jetzt noch mit einem kleinen Kameraschwenk über diese wunderschöne Szenerie hier noch einmal erkennen, wie perfekt etwas sein kann, auch wenn es unperfekt ist. Denn glaub mir, wenn ich hier genau hinschaue, finde ich unzählige Unperfektheiten. Dinge, die man kritisieren könnte, über die man meckern könnte, mit denen man sich tatsächlich den Anblick komplett vermiesen könnte. Und doch ist es wunderschön hier. Vollkommen unvollkommen. Und so sind wir Menschen auch. So bist du auch. Vollkommen unvollkommen. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag voller Mut zur Unvollkommenheit und voller Selbstliebe. Und falls du Lust hast, noch mehr solcher kleiner Übungen kennenzulernen, dann kannst du dir gerne mal meinen Mood Buddy anschauen, in dem ich das sogenannte Encouraging Training in einer Nussschale zusammengefasst habe. 10 kleine Übungen, ein paar Seiten. Kostet nicht viel, bringt aber sehr viel und ist zudem ein prima Geschenk. Den Link dazu packe ich hier unten in die Videobeschreibung. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann gib mir bitte einen Like weiter unten und abonniere meinen Kanal. Und erzähl es auch gerne deinen Freunden weiter. Dann haben alle was davon. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Bye bye, deine Barbara Fischer-Reinecke.